meiner Seite. Guten Morgen zu diesem frühen Exkurs in die Datenintegration. Leonie hat uns ja gerade schon angekündigt, gemeinsam mit Katja und Matthias wollen wir aus Sicht von Hamburg, Leipzig und München gerne einfach zeigen, was wir schon haben im Kontext Datenintegration und einfach grundsätzlich den Prozess mal erläutern. Ganz kurz vorweg nochmal eine bekannte Grafik, die ja relativ stark vereinfachte Skizze hier von der Data-Plattform. Die kennt ihr vielleicht von Hamburger Folien. Ganz unten sind die Datensilos abgebildet in verschiedenen Farben mit beispielhaft ausgewählten Themen. Dann kommt in dem weißen Bereich in der Mitte im Prinzip der Teil, über den wir heute reden. Und oben sind die Anwendungen, wo dann eben die Daten bereitgestellt werden. Genau, ich habe hier nochmal hingeschrieben, die Datenintegration findet sozusagen an der unteren Schnittstelle zur Data-Plattform statt. Das heißt, dort holen wir die Daten aus den Datensilos in die Data-Plattform in Hamburg oder eben auch in die Geodateninfrastruktur in München und Leipzig rein und stellen sie bereit für externe Anwendungen. Für den Status quo haben wir hier nochmal Zahlen, die ihr aus dem Baseline Assessment vielleicht noch erinnert, mitgebracht. Also die Datenintegration ist ein etablierter Prozess in den 3 Städten. In Leipzig und München wird es im Rahmen noch von Geodateninfrastrukturen umgesetzt, aber auch da sind Data-Plattformen im Aufbau. Zahlen, die hier stehen, sind nicht an allen Stellen hundertprozentig vergleichbar. Das ist aber jetzt für die Aussagekraft der Folie nicht so relevant. Fakt ist, wir haben schon jede Menge Datensätze veröffentlicht und stellen die über standardisierte Datensätze bereit. Wir haben Systeme angeschlossen an die urbanen Datenplattform bzw. GDI und wir haben sogar auch schon den ein oder anderen Sensor integriert. Bevor wir gleich in den Integrationsprozess starten, da gibt es dann auch noch mal eine kleine Gliederungsfolie vorab, wollte ich ganz gerne noch mal was zu den Rollen sagen. Die Rollen sollen ja im Kontext des Projektes noch definiert werden, im Datengovernance-Kontext. Und wir haben jetzt hier die wichtigsten Rollen für den Datenintegrationsprozess trotzdem einmal aufgeschrieben, weil sie einfach helfen, zu wissen, wer wann wo was tun soll. Die Begrifflichkeiten sind jetzt hier eben noch nicht in Stein gemeißelt, deswegen im Zweifelsfall auch eher noch ein bisschen allgemeiner gehalten, weil das eben was ist, was wir an anderer Stelle mal auch mit den Datengovernance-Experten besprechen wollen. In der Regel ist es so, dass ein Dateneigentümer zu uns kommt. Das ist derjenige, der die fachliche Verantwortung für die Daten trägt und der möchte seine Daten veröffentlichen, weil er vielleicht festgestellt hat, dass er die sowieso irgendwie sehr oft teilt und ihm das viel Arbeit macht und er könnte doch sehr viel Zeit sparen, wenn er die einfach bereitstellt und dann kann jeder sich die Daten holen. Dann gibt es die Geoexperten, das sind sozusagen wir, die euch das heute vorstellen, nicht in Person, aber zumindest die Organisationen, die dahinter stehen. Wir sind diejenigen, die beraten, die Daten in die Data-Plattform oder GDI integrieren und dann auch die Schnittstellen erstellen, die die Daten bereitstellen. Optional, und das gibt es in Hamburg öfter und in München manchmal, in Leipzig noch nicht so oft, kann es auch einen Datenbedarfsträger geben, der auf die Stadt zukommt oder auf die Geoexperten in der Regel, der sagt, Mensch, ich brauche Daten, habt ihr eine Ahnung, wer die haben könnte? Und dann startet man halt diesen Prozess zu dritt. Genau, und dann, damit wir wissen, wo es hingeht und bevor wir das Ganze machen, haben wir jetzt einmal sozusagen die Ergebnisse nochmal als Zielkonkretisierung hier nochmal mitgebracht. Also Ziel ist es für uns, dass wir standardisierte, idealfall offene Standards nutzen und Daten entsprechend bereitstellen. Diese sind dann vor allem erstmal maschinenlesbar. Deswegen hier das Beispiel aus München von Marktplätzen, wo einfach mal so ein XML-Ausschnitt gezeigt wird. Natürlich wollen wir die Daten auch in Geoportalen, Dashboards oder Ähnlichem visualisieren können. Auch hier ein kleines Beispiel aus Leipzig von den Kindertagesstätten, wo einfach Punkte mit kleinen Bärchen visualisiert sind. Und wir wollen natürlich aber auch sicherstellen, dass die Daten auf der einen Seite gefunden werden können. Das passiert in Metadatenkatalogen, aber auch, dass man Informationen zu den Daten bekommt. Und hier ist jetzt das Beispiel aus Hamburg vom Straßenbaukataster, wo man zum Beispiel relativ schnell sieht, dass die Daten von 1995 sind und die gegenwärtige Aktualität unklar ist. Das ist einfach eine wichtige Information, damit man weiß, was man mit den Daten macht. Genau, also das ist das Ergebnis, was hinten beim Datenintegrationsprozess rauskommt. Jetzt habe ich hier nochmal ein Beispiel mitgebracht und habe auch bewusst ein Beispiel genommen, was nicht aus den 3 Städten kommt, nämlich von geoportal.de. Das ist ein Bundesportal, wo man verschiedene Themen sich angucken kann. Und da sieht man eben genau das. Auf der linken Seite gibt es die verschiedenen
Themenbereiche, in denen man sich Daten suchen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal die Übernachtungen im Fremdenverkehr genommen. Dann sieht man in dem Kasten mit der roten Überschrift auf der rechten Seite dann eben schon mal die ersten Metadaten, wo man, wenn man auf zusätzliche Informationen klickt, eben weiter verlinkt wird in den Metadatenkatalog und in der Mitte die Visualisierung, also genau das, was ich gerade besprochen habe. Und angezapft ist das Ganze dann eben über einen Dienst. Und hier würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zeigen, was dieser Datenintegrationsprozess beinhaltet. Wichtig ist hier, wir haben jetzt versucht, die Anforderungen von 3 Städten so aufzubereiten, dass jeder sich wiederfindet. Das heißt, wir gehen nicht super ins Detail, versuchen aber mit Beispielen trotzdem ein bisschen aufzuzeigen, was das konkret bedeutet. Und es gibt auch keine festgelegte Reihenfolge, was jetzt diese Zahlen hier so ein bisschen suggerieren. Das ist eine sinnvolle Reihenfolge, die wir jetzt hier aufgezeichnet haben, mit der erstmal jede Stadt leben kann und wie es vielleicht auch laufen könnte. In der Realität ist es dann eben auch gerne mal so, dass dann das ein bisschen anders läuft, aber die Schritte an sich und die Inhalte der Schritte sind mehr oder weniger klar definiert, nur die Reihenfolge eben nicht. Genau, das heißt, wir starten mit dem Datenbedarf melden, das hatte ich eben schon gesagt, da gibt es 2 Optionen. Dann geht es darum, Datenquellen zu identifizieren und Anforderungen zu erfassen. Dann reden wir über Visualisierung und Metadaten, auch das entscheiden wir ja nicht alleine, was da steht. Dann müssen die Daten freigegeben werden, das heißt, genau, wir müssen uns einfach rechtlich absichern. Dann werden die Daten zu uns geschafft, wir prozessieren die nochmal, erstellen Webdienste und veröffentlichen und testen, erst testen und dann veröffentlichen wir sie natürlich nach Freigabe durch den Kunden. So, und diese Schritte werden jetzt weiter erläutert und damit übergebe ich an Katja. Vielen Dank, Nicole. Der erste Schritt in der Datenintegration ist immer die Meldung eines Datenbedarfs. Hier möchte entweder der Dateneigentümer seine Daten veröffentlichen, um einen Anwendungsfall umzusetzen oder um sich selbst die Arbeit zu sparen, die Datenanfragen zu bearbeiten und die Daten selber zu verteilen. Oder der zweite Fall hatte die Nicole eben gerade auch schon angesprochen, dass ein Kunde oder ein Datenbedarfsträger auf der Suche selber nach Daten ist. Hier auf der Folie rechts oben sieht man noch die Einblendung der Rollen, die Nicole eben gerade auch schon erwähnt hatte. Und man sieht hier, dass an dieser Stelle vor allen Dingen der Kunde die aktive Rolle spielt. Als mögliche Datenquellen für die Datenintegration unterscheidet man zwischen Schnittstellen in Form von Webdiensten oder von APIs. An zweiter Stelle, was hier in der Mitte dargestellt wird, einer strukturierten Sammlung von Datensätzen in Form einer Datenbank oder eines Data Warehouses oder das Vorliegen von einzelnen Datensätzen in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel eine Excel-Tabelle, Shapefiles, SharePoint-Tabellen oder Geopackage-Dateien. Und unten als Beispiele sind für Datenquellen dargestellt einmal ein XML-File als maschinenlesbares Format. Das hatte die Nicole eben gerade auch schon gezeigt. Das Beispiel der Märkte für München und unten rechts dann ein Beispiel, eine Excel-Tabelle von Hamburg, von den Hochschulstandorten. Zusammen mit dem Geo-Experten wird dann abgeklärt, was überhaupt mit den Daten gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll. Sollen sie als Karte visualisiert werden, als Webservice? Welche Funktionalitäten sollen zur Verfügung stehen? Welche Inhalte und Daten werden überhaupt benötigt? Aber auch, welche Attribute einen Datensatz beschreiben, wie die Daten und ihre Beziehungen untereinander aussehen, wird dann auch im Datenmodell beschrieben. Es muss geklärt werden, ob die Daten als Open Data zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dass die Daten jedermann zu jedem Zweck nutzen darf, weiterverbreiten darf und weiterverwenden darf oder ob der Nutzerkreis eingeschränkt werden sollte. Und es müssen natürlich die Daten geprüft werden auf die Datenschutzgrundverordnung und andere rechtliche Vorgaben. Hier unten als Beispiele sind dargestellt einmal für Hamburg auf der linken Seite das Schulinformationssystem, wo die Anforderung war, dass die Informationen gefiltert werden können sollen nach Schulform, nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, nach Fremdsprachen. Das heißt, hier müssen die Informationen dementsprechend dann auch vorliegen, dass sie gefiltert werden können, wie zum Beispiel bei den Schülern die Verwendung von Zahlen und nicht von Spannen. In der Mitte sehen wir jetzt das Beispiel eines Timesliders oder eines Zeitschiebereglers.
mit dem Zeitdaten visualisiert werden können, die dann aber dann auch vorliegen müssen, um 2 Zeitpunkte zum Beispiel miteinander vergleichen zu können oder verschiedene Zustände darstellen zu können. Und im dritten Beispiel haben wir eine 3D-Visualisierung von dem Ist-Zustand und der Neuplanung, einmal links und einmal rechts, der Radwegeführung einer Münchner Straße, wo die Anforderung war, die Daten möglichst anschaulich für den Zweck einer Bürgerpartizipation zu visualisieren. Und zu dem Zweck wurde dann auch eine VR-Brille eingesetzt, sodass die Bürger tatsächlich digital in die Umgebung vor Ort eintauchen konnten und das Planungsszenario und den Ist-Zustand möglichst realistisch erleben konnten. Und zu dem Zweck wiederum braucht man dann natürlich auch ein Geländemodell für die 3D-Darstellung und Höhenwerte für die einzelnen Objekte. Nach der Erfassung des Inhaltes, der dargestellt werden soll, erfolgt die Klärung der Darstellung oder Visualisierung der Daten. Das heißt, welche Attribute sollen überhaupt dargestellt werden? Welche Layer sollen angezeigt werden? Wie sollen einzelne Punkte, Linien, Flächen, also einzelne Feature oder Objekte dargestellt werden? In welchen Größen werden auch Punktsymbole dargestellt? Da kann man dann auch zum Beispiel eine maßstabsabhängige Darstellung definieren. Sollten die Daten klassifiziert werden? Welche Farben sollen verwendet werden und so weiter? Es sollten die Schreibweisen vereinheitlicht werden, Abkürzungen und Fachbegriffe vermieden werden. Und zuletzt auch noch geklärt werden, welches Portal, welches Frontend genutzt werden soll, dann zur Darstellung. Unten gibt es dann noch die 3 Beispiele wieder. Einmal von Leipzig als Beispiel die Klassifizierung von Punkten hier mittels des Bärchensymbols in verschiedenen Farben. Für München in der Mitte die Bebauungspläne als Visualisierungsbeispiel für Flächendarstellung. Einmal mit einer schraffierten Symbolik und mit einer flächenhaften Symbolik. Und als letztes Beispiel die Darstellung von Arten- und Biotopschutz von Hamburg, ein Dienst mit 19 Layern, der Punkte, Linien und Flächen beinhaltet mit unterschiedlichen Darstellungsformen, wo es dann natürlich die Herausforderung besteht, dass am Ende tatsächlich noch alle Informationen sichtbar sein sollte. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Datenintegration ist die Erfassung von Metadaten. Es sollten tatsächlich keine Daten ohne Metadaten veröffentlicht werden, da die Metadaten, wie Nicole auch schon gesagt hatte, dazu dienen, um Daten überhaupt erst auffindbar zu machen. Die Metadaten beschreiben ja die Eigenschaften der Daten, sie definieren den Datensatz, sie beschreiben die Herkunft, die Gültigkeit, die Genauigkeit, die Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten, sind deshalb für den Datenaustausch sehr wichtig und auch für eine langfristige Wertsicherung. Denn nach der Erhebung eines Datensatzes, wenn man den ein Jahr später dann nicht mehr nachvollziehen kann, wer den zu welchem Zeitpunkt erhoben hat, ist er tatsächlich wertlos. Auf der linken Seite ist ein Auszug aus dem Metadatenkatalog von München zu sehen, wo man unter anderem der Aktualisierungszyklus da angegeben wird. Das heißt, werden die Daten täglich, monatlich, jährlich oder bei Bedarf aktualisiert, aber auch die Nutzungshinweise hier an der Stelle festgehalten werden, zum Beispiel, ob die Daten als Open Data veröffentlicht werden können, ob die Daten im Intranet oder Internet veröffentlicht werden sollen und ob die Daten auch an Externe abgegeben werden dürfen. Auf der rechten Seite gibt es noch mal eine kurze Übersicht oder eine kurze Anleitung durch den Prozess von der Hamburger Webseite, wo zu lesen ist, dass die Metadaten, also eine kurze Erläuterung, warum die Metadaten eigentlich notwendig sind und der Verweis auf die Metadatenerfassung, auf die Freigabeerklärung, auf die dann der Matthias noch eingehen wird. Nochmal generell ein paar Informationen zur Datenintegration an dritter Stelle sowie dann an vierter Stelle die inhaltlichen Vorgaben. Das heißt, wo man dann zusammen mit dem Geo-Experten definiert, wie die Daten strukturiert und dargestellt werden sollen. Auch die Bündelung von Metadaten über Stadt- oder Ländergrenzen hinaus verbessert den Zugang zu oder die gemeinsame Nutzung von Daten.
Hier ist ein Beispiel dargestellt von Metaware als zentraler Zugangspunkt zu Metadaten über das Internet. Metaware ist ein Metadatenverbund der Bundesländer Brandenburg, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt. Hier in dem Beispiel mit dem Verweis von dem Hamburger Metadatenkatalog auf Metaware und wieder die Hochschulstandorte dargestellt. Und über die CSW-Schnittstelle des Metaware besteht neben der Suchmöglichkeit nach Metadaten auch die Möglichkeit zum Einsammeln von vorhandenen Metadaten oder zum Harvesten oder zum Editieren, Löschen und Neuerfassen von Metadaten. Kommen wir jetzt nun zur Datenfreigabe. Also, wir haben ja schon gehört, dass bei den Anforderungen schon mal abgefragt wird, bezüglich, der hinsichtlich des Kunden, was da für 'ne Veröffentlichungsform gewünscht ist. Und diese Abfrage wird nun formell noch mal abgeschlossen über so eine formelle Datenfreigabe. Hier sehen wir mal den Ausschnitt aus einem Leipziger digitalen Formular, was gerade im Entwurfsstatus sich noch befindet. Hier, wird dann abgefragt im Prinzip, ob die Daten fürs Intranet, also für interne Geoportale freigegeben werden sollen, ob die auch fürs Internet freigegeben werden sollen, für den Stadtplan, aber eben auch fürs Open Data Portal. Das setzt voraus, dass der Kunde sich mit seinen Daten auseinandersetzt und natürlich auch entscheiden kann und beurteilen kann, ob seine Daten Open Data fähig sind und dass hier eben im Prinzip keine datenschutzrechtlichen Vorgaben verletzt werden. Also das hier so diese formelle Abfrage. Können wir mal gerne auf die nächste Folie gehen. Da haben wir nämlich noch ein Beispiel aus Hamburg, was noch etwas strikter und viel formeller aufgebaut ist. Also, hier haben wir ganz klar noch mal 'ne Erklärung zum Datenschutz mit einer echten Unterschrift am Ende auch, durch die Kunden. Und wir haben hier auch noch mal den Verweis auf das Geodateninfrastrukturgesetz. Also, hier auch eine gesetzliche, rechtliche Grundlage noch mal, die darauf verweist, dass hier auch die Metadaten zwingend erforderlich abgegeben werden müssen. Also, für uns als Geoexperten, als diejenigen, die Daten übernehmen, ist das hier auch ein wichtiger Punkt, um hier auch eine 'ne rechtliche Absicherung zu haben. Und damit, ist hier auch die Verantwortung der Kunden, der Dateneigentümer gefragt an der Stelle. Kommen wir nämlich zum Schritt 7 der eigentlichen Datenübernahme. Und jetzt sind die Geo-Experten gefragt, also jetzt kommen die Datenmanager der Geodateninfrastrukturen und der urbanen Datenplattform ins Spiel. Jetzt wird es nämlich auch technisch, weil jetzt wird der Datenintegrationsprozess umgesetzt. Und zwar über sogenannte ETL-Prozesse. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Datenbankenwelt und heißt so viel wie Extract, Transfer und Load. Das heißt, einfach ausgedrückt, die Daten müssen aus den Quellsystemen in das Zielsystem, in dem Fall GDI oder UDP, also in eine Data Warehouse Komplex überführt werden. Auf dem Weg dorthin kann es sein, dass technische Anpassungen erforderlich sind, beispielsweise die Umbenennung eines Attributs oder eben hier, wie das wir im Beispiel sehen, Größe unterstrich M wird in ein lesbares Format, Größe in Meter, umgewandelt. Aber was man ganz klar sagen muss an der Stelle, es findet keine inhaltliche Anpassung statt, sondern rein technische Anpassungen, wenn diese erforderlich sind. Wir haben hier unten ein Beispiel, wie dieser Prozess gestaltet werden kann. Wir nutzen dafür in Leipzig beispielsweise FME. FME, ist eine Software, Feature Manipulation Engine. FME ist die Abkürzung dafür. Und das ist eine Low-Code-Anwendung, mit der man eben solche ETL-Prozesse gestalten kann, testen kann und ausführen kann. Und hier sehen wir beispielsweise die Übernahme der Kita-Standorte aus einem Fachsystem und diese werden dann angereichert durch Geokoordinaten, die aus den amtlichen Adressen bezogen werden. Und damit findet beispielsweise auch ein Stück weit eine technische Qualitätssicherung statt. Wenn wir feststellen, dass in den Quellsystemen Adressen falsch sind, dann melden wir das auch an der Stelle zurück und dann wird das im Zielsystem neu gepflegt, korrigiert und dann, sobald das korrigiert ist, können wir diese Übernahme auch inhaltlich abschließen. Das heißt noch mal, das muss man hier ganz klar noch mal sagen, dass wir hier inhaltlich Daten nicht manipulieren, sondern inhaltliche Ausgestaltung der Daten findet rein in den Quellsystemen statt. Aus den dann übernommenen Daten werden Webdienste erstellt. In unserem Fall, was die raumbezogenen Daten betrifft, sind das Standarddienste der OGC. OGC steht für Open Geospatial Consortium, also ein Verbund, der hier Standards etabliert hat. Dazu gehören eben die sogenannten WMS-Dienste, Web Map Services, aber auch die WFS-Dienste, Web Feature Services, denen man direkt auf Features auch zugreifen kann. Und hier im Echtzeitbereich eben auch die SensorSyncs API. Das Ziel ist es hierbei, Interoperabilität herzustellen über Standarddienste, also den Zugriff, auch für andere
Anwendungen zuzulassen, aber auch für Entwickler den Zugriff zuzulassen. Genau, die Daten, die da im Hintergrund stecken, auf denen sich die Dienste beziehen, die werden in festgelegten Aktualisierungszyklen aktualisiert. Und zwar nutzen wir auch dafür Webserver-Anwendungen wie beispielsweise FME Server. Dort werden die ETL-Prozesse dann zyklisch ausgeführt, je nach dem festgelegten Zyklus. Das nehmen wir dann auch bei den Anforderungen schon mit auf, und das wird ja dementsprechend auch in den Metadaten dann festgelegt. Und es gibt sich dadurch ein fester Update-Kalender. Man kann sich das vorstellen wie so ein Schulkalender, der etwas größer dann aussieht, ein bisschen umfangreicher gestaltet ist. Und das ist auch eine Managementaufgabe, die wir hier erfüllen als Geoexperten. Ganz entscheidend ist hier an der Stelle, das wurde ja auch schon mehrmals gesagt, dass die Metadaten hier veröffentlicht werden müssen und dadurch können eben auch andere Portale, also das ist ein kaskadierendes System an Metadatenportalen, die können dann eben diese Metadaten harvesten und ebenso veröffentlichen. Und somit sind die Daten nicht nur lokal verfügbar oder im Intranet verfügbar, sondern eben auch auf nationalen, internationalen Portalen, wie wir es hier unten sehen, GovData oder data-europa.eu als Beispiel. Kommen wir nun zum letzten Schritt, Testen und Veröffentlichung. Das heißt, am Ende sind die Daten visualisiert, wir haben die Datenübernahme abgeschlossen, der ETL-Prozess ist vorbereitet, es ist aber quasi noch nicht scharf gestellt. Wir sind noch nicht im Produktivmodus, sondern wir sind hier noch in dem Testmodus. In diesem Modus werden die Daten dem Eigentümer oder den Kunden zur Verfügung gestellt. Falls es hier noch Handlungsbedarf gibt, dann werden Korrekturen ausgeführt durch die Geoexperten. Falls dem nicht so ist, dann steht der Veröffentlichung eigentlich nichts mehr im Wege, außer natürlich die Metadaten. Die sollten vorliegen. Sofern die nicht vorliegen, veröffentlichen wir nicht. Wenn die vorliegen, dann ist es kein Problem. Dann können wir sozusagen in die Produktivumgebung wechseln und das Ganze produktiv stellen. Genau, wir haben jetzt nochmal aus jeder Stadt ein Beispiel mitgebracht. Ich habe jetzt hier mal das Straßenbauenkataster, einfach weil wir es vorhin schon erwähnt haben, mitgebracht. Ne? Also es wurden einmal die Bäume, die sich auf öffentlichem Raum befinden, das sind keine Privatbäume in Gärten, mit erfasst. Und dieser Datensatz wird zum Beispiel auch von mundraub.org genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Webseite, wo man im Prinzip gucken kann, an welchen Stellen man öffentlich zugängliche essbare Früchte findet. Und da wurden dann im Prinzip aus dem Straßenbaunkataster Hamburg einfach alle Obstbäume rausgefiltert und entsprechend findet man jetzt bei mundraub.org dann eben nur die Apfelbäume, Brombeersträucher und was da sonst noch so drin ist. Ein anderes Beispiel, was ich nochmal mitgebracht habe, um einfach nochmal zu zeigen, dass die Dienste dann eben auch mehrfach nutzbar sind. In dem Fall ist es eine andere Schnittstelle, über die wir es bereitstellen, nämlich die relativ neue Stelle OGC API Features. Das ist kein reiner Geo-Standard mehr, sondern orientiert sich an allgemeinen Webstandards. Das heißt, Entwickler haben es hier sehr viel einfacher, mit diesen Schnittstellen umzugehen. Und hier ist jetzt wirklich jeder einzelne Baum ansprechbar. Man sieht auf der rechten Seite in der Abbildung da so kleine blaue Punkte. Das sind im Prinzip die einzelnen Bäume und jeder einzelne von diesen Bäumen hat eine eigene URL und könnte theoretisch auch perspektivisch bei Google gefunden werden. Damit übergebe ich an München für die Beispiel. Ich habe das Beispiel Wertstoffinseln für München ausgesucht. Hier sieht man auf der linken Seite die Einpflege des Datensatzes und die Visualisierung im Intranet. Das ist bei uns das Geo-Info-Web. Und auf der rechten Seite sieht man den gleichen Datensatz, der dargestellt wird im Geoportal. Das ist bei uns die Veröffentlichung über das Internet. Genau. Und dieser Datensatz, der wird von AWM direkt hier im Geo-Info-Web eingepflegt, wird ins Geoportal gespielt und die Daten werden dann regelmäßig über einen FME-Prozess hier im Geoportal auch aktualisiert. Ja, ich habe mich auch nochmal für die Bäume entschieden. Also auch wir nutzen die Bäume in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise hier für die baumstarke Stadt in Leipzig. Hier geht es darum, den Dienst hier nochmal für eine Anwendung zu nutzen, wo es darum geht, die freien oder vergebenen Patenbäume darzustellen. Über einen Link kann man hier auch dann entsprechend auf das Formular für die Baumpatenschaft zugreifen. Und was ich hier noch zeigen wollte, ist, dass die Dienste natürlich auch Grundlage sind für weitere Datenverwertung. Also nicht nur die Dienste selber, sondern auch natürlich die Daten, die dahinter stecken und die auf unseren Datenbanken liegen.
Die können natürlich weiterverwendet werden. Hier beispielsweise für die 3D-Darstellung in unserem 3D-Stadtmodell. Also auch hier können dann sozusagen, Synergieeffekte erzeugt werden, dass die Daten einmal integriert sind und mehrfach genutzt werden können, hier eben auch für die 3D-Darstellung im Leipziger Stadtmodell. Und, zwar wollten wir hier noch mal zum Ausdruck bringen, Datenintegration ist ein Prozess, der sich stetig verändert, und wir leben nun mal in der digitalen Welt, und das ist ein digitaler Prozess. Auch wir unterliegen hier technischen Entwicklungen und Zukunftsszenarien und müssen uns dementsprechend hier halt auch immer wieder anpassen. Und da gibt's jetzt konkrete Themen auch, mit denen wir uns hier vielleicht auch zeitnah auseinandersetzen, auch mit Blick auf, die Entwicklung, und die Anforderungen eines digitalen Zwillings. Da haben wir zum Beispiel das Thema Data Cubes. Data Cubes sind eine Möglichkeit, um Daten für schnelle Zugriffe zur Verfügung stellen, vorrangig, Rasterdaten, aber ich habe da auch schon andere Anwendungsszenarien gesehen. Also, das wäre ein Thema, mit dem man sich hier in dem Kontext, Datenintegration auseinandersetzen könnte. Wir haben das Thema der Datenfreigaben ja auch schon mehrmals angesprochen. Auch hier, womöglich, 'ne Entwicklungstendenz in Richtung attributbezogene Zugriffe. Also, wie können wir hier auch am Ende redundante Datenspeicherung vermeiden? Wie können wir das ganze System, was wir aufgebaut haben, auch stetig optimieren? Dann haben wir auch mit Blick auf den digitalen Zwilling das Thema der historischen Daten, der historisierten Daten, der Datenarchivierung auch. Also, wir haben immer größere Datenmengen, wir übernehmen immer mehr Daten. Wenn ich da an die Straßenbefragung denke und die Laserscan-Daten, dann haben wir es hier auch mit Langzeitdatenarchivierung zu tun. Wir haben es mit Historisierung zu tun und mit Versionierung, weil auch die Datensätze der Fachsysteme können sich verändern, und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir diese Veränderungen womöglich auch zukünftig dokumentieren. Und gerade wenn wir Zeitreihen abbilden und Indikatoren darauf aufsetzen, muss das auch für die, Nutzerinnen und Nutzer transparent sichtbar werden. Was hat der Datensatz für eine Historie? Grundsätzlich sind wir natürlich daran interessiert, diesen Gesamtprozess der Datenintegration zu automatisieren. Also, das kann am Anfang des Prozesses, sein, wenn es um das Onboarding der Kunden geht, wenn es um die Datenabgabe der Kunden geht. Das kann die Metadateneditierung betreffen und die Datenaktualisierung natürlich auch, dass die durch die Kunden selber ausgeführt werden kann, dass die durch diesen Prozess geleitet werden, durch Chatbots oder ähnliche Systeme. Das wäre hier eine Baustelle. Das Thema Linked Data ist durchaus interessant, vor allen Dingen im Kontext, Open Data. Also, wie können wir Daten hier noch anreichern durch entsprechende Metadaten, um eine bessere Vernetzung der Daten zu erreichen, ein besseres Arbeiten mit den Daten zu erreichen. Und da gibt es noch viele andere Themen, die man hier angehen kann. Aber das ist der kurze Ausschnitt hier aus den konkreten Themen, mit denen wir uns hier gedanklich auch vor allen Dingen auch im CAD-Projekt beschäftigen und beschäftigen wollen.